28 Angler. Die Zeichen stehen auf Go, Alter. 9 Nationen. Oh, Mama Mia. 4 Finaltickets. Yes. 3 Zielfische. Oh mein Gott, ist das geil. Ein Finale an einem unbekannten Ort. Und ein Pokal. Der YPC Bank 2025 wird präsentiert von Shimano. Closer to Nature. Closer to People. Hearty Wise. Feel the difference. Und LMAB. Every great story starts with a cast. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur 7. Episode des YPC Bank 2025. Heute startet das Turnier auch für Gruppe D und wie schon in Gruppe C fällt es schwer, einen glasklaren Favoriten auszumachen. Der klangvollste Name auf dem Papier ist vermutlich Mark Patschowski, doch im vergangenen Jahr platzte der Titeltraum einmal mehr vorzeitig. Ginge es nur nach Können, wäre das Elex-Zugpferd längst mal wieder reif fürs Finale. Zuletzt fehlte aber das nötige Turnierglück. Luis Mendez wiederum hatte dieses Glück bei 2 seiner letzten 3 Teilnahmen erzwungen, ist 2022 Vierter geworden und hat 2024 Bronze geholt. Keine schlechte Bilanz. Max Guder von Savage Gear hat die Ziele nach seinem vielversprechenden Debüt ebenfalls hochgesteckt. Um beim zweiten Anlauf in die Zwischenrunde einzuziehen, wird der frisch gebackene Profiliga-Hechtsieger aber zwingend den beim letzten Mal fehlenden Barsch benötigen. Den hat Christina Meldau 2024 zwar nicht verpasst, ein gerade so mindestmaßiges Exemplar blieb zugleich aber der einzige Fisch der Schweizerin. Ein niederschmetterndes Debüt, das so manch einen wohl von einem weiteren Versuch abgehalten hätte. Nicht so Christina, die als erste überhaupt ihre Teilnahme für diese Auflage zugesagt hat. Für Alexander Wilz von Rapalla ist die YPC-Premiere im Vergleich deutlich besser gelaufen. Als unerfahrenster Teilnehmer gestartet, marschierte der Saarländer glatt bis ins Halbfinale durch, wo er sich Veit Wilde geschlagen geben musste. Ein Einstand, der auf jeden Fall Lust auf mehr macht. Namensvetter Alex Schmidt verpasste das Halbfinale dagegen denkbar unglücklich wegen eines fehlgehackten Barsches. Minuten vor Schluss, der bei regulärem Biss ganz locker fürs Weiterkommen gereicht hätte. Hoffen wir mal für den Mann von Neuke, dass ihm das Glück bei seiner 3. Teilnahme etwas mehr in die Karten spielt. Und auch dem Letzten im Bunde wünschen wir Petrus Segen, denn für Marius Schepp ist dieser YPC zugleich sein allererstes Turnier, bei dem der Münchner aber gleich für die notorisch starke Wettkampfbrand Westin antritt. Gewisse Erwartungen sind also trotz Turnierdebüt vorhanden. Wir sind gespannt. Der Morgenhimmel lässt schon vermuten, dass es unangenehm werden könnte. Max, Luis und Christina starten in Zone 2. Marc, Marius und die beiden Alex angeln am ersten Tag in Zone 4. Abfahrt! Ja, moin zusammen. Hier ist der Marius von Westin. Ich bin auf dem Weg zu meinem ersten Spot an meinem ersten Turniertag ever. Ich bin leicht nervös, aber es hält sich in Grenzen. Es ist nicht so schlimm, wie ich dachte. Ich plane meinen ersten Tag in der Zone 4 am Fluss zu verbringen, zumindest größtenteils. Habe da ein paar schöne Spots rausgesucht. Ziel ist ein guter Barsch. Alles über 40, 45 wäre wahrscheinlich für den ambitionierten Turnierangler Pflicht. Ich gucke mal, was kommt, aber ich hoffe, dass auf jeden Fall ein guter Barsch dabei ist und ein paar Zander. Dann wäre ich sehr zufrieden, aber mal schauen, wie es wird. Erster Turniertag. Es geht erstmal darum, in den Groove zu kommen. Ich hoffe, es kommt schnell ein Fisch, aber ja, das werden wir jetzt dann gleich sehen. Guten Morgen hier an meinem ersten Tag Gruppe D. Ich bin sehr gespannt. Die Vorbereitung war, ja, ich sag mal, ein bisschen schwierig. Ich bin sehr allergiegeplagt. Ich werde auf jeden Fall meinen Plan heute durchziehen, werde euch ein bisschen mitnehmen und ich hoffe, ihr drückt mir die Daumen. Bin gespannt, ob es ein paar Fische gibt. Wir gehen jetzt los und dann ab zum Spot.
So, ich schaue auf meine nicht vorhandene Uhr. Es ist 7:55 Uhr, das heißt, wir sind 5 Minuten zu früh am Spot. Das ist auch eine Lüge, wir sind schon seit 10 Minuten da und stehen rum. Das ist so eine kleine Einkerbung im Fluss. Der Fluss hier hat einfach extrem wenig Struktur, außer eben die Packung. Und in dieser Packung ist es so ein kleiner Knick. Ich werde jetzt mal anfangen mit einem kleinen Crankbait, Powerfishing machen, die Kante hoch, gucken, ob aggressiv noch ein Fisch auf der Kante hoch steht. Und dann werde ich beide Spots eben einmal mit dem und einmal mit dem Gummi ausfischen, bis das Feeling sagt, geh weiter, und dann gehen wir weiter. Ja, herzlich willkommen zum ersten Tag YPC Bank der Gruppe D. Ich habe noch eine Rechnung offen mit dem YPC und hoffe, dass es dieses Jahr viel besser läuft für mich. Ich bin top motiviert und will auf jeden Fall was rausholen heute. Heute geht's auf Barsch. Das war die letzten Tage ziemlich knifflig. Ich bin aber guter Dinge, dass das heute besser klappt. Ich habe verschiedene Methoden dabei. Kleine Rubber Jigs, Chatterbaits, kleine Darting Jigs. Mal schauen, worauf sie Bock haben. Ihr seht 2 Zanderrouten am Start. Sehr ungewöhnlich für mich, aber ich will jetzt hier einfach nur ganz schnell einen Zander abholen und dann geht's hoffentlich Hecht angeln. Mal schauen, ob hier einer beißt. Wir haben gestern ohne Haken geangelt. Da gab es auf jeden Fall ein paar schöne Einschläge. Let's go. Kescher schnell aufbauen und dann wird hier vorne einer rausgestippt. So, wir sind jetzt an meinem Spot angekommen. Wir mussten jetzt noch eine Weile durch die Heide spazieren. Die Allergie plagt mich. Also an dieser Stelle schon mal Entschuldigung, wenn ich schlimm niesen muss. Wir wollen jetzt einen Versuch auf Zander starten. Wir sind jetzt hier an der Waal. Ich denke, den meisten wird der Spot wohl bekannt sein. Ich starte mit meinem geliebten Stingman, Pintail. Wir werden jetzt ein bisschen schneller jiggen. Mal schauen, ob die Zander mitspielen. Wir sind hier an einem Wassereinlauf mit ständiger Frischwasserzufuhr und hatten hier ganz gut gefangen im Training. Und ich hoffe auf jeden Fall, also mein Ziel ist heute 4 Hechte zu fangen. Jetzt nicht lachen. Ich setze mir die Ziele immer ziemlich hoch, aber ich hoffe auf jeden Fall, dass es relativ schnell klappt und dann auf Barschmission gehen kann, weil die im Training richtig hart waren und ich da ein bisschen Zeit investieren möchte. Training lief durchwachsen. Ich habe aber ein paar gute Stellen gefunden. Jetzt die Frage, ob heute die Fische mitspielen. Ganz wichtig heute für mich in Zone 2, dass ich ein paar schöne Zander fange und vor allem einen Barsch mir abhole. Also drückt mir die Daumen. Ich mache jetzt den ersten Wurf. Ich stehe am ersten Platz und ich setze alles auf den Barsch, denn der hat mir im Training am meisten Kopfschmerzen bereitet. Ich starte hier an einem Fluss und werde hauptsächlich jetzt erstmal versuchen, Strecke zu machen. Ich habe hier einen kleinen Bladed Jig drauf, den Tiny Boomer von Gunky mit einem Ilex Z-Chat als Trailer, ein Twitchbait montiert zum Nachwerfen, falls irgendwie was passiert. Und wie gesagt, heute muss ich einen Barsch fangen, denn das ist meine Barschzone. Es ist extrem schwer, man hat es in der anderen Gruppe ja schon gesehen. Barsche kamen jetzt nicht so viele. Und ich habe noch eine kleine Sache zu verkünden. Ich habe eine Challenge verloren. Und Wettschulden sind ja bekanntlich Ehrenschulden. Und leider muss ich in einer YPC Bank Episode diese lustige Mütze hier tragen. Ich mache es nicht gerne. Mein Cappy lasse ich auf wegen Lichteinfall, dass ich vielleicht einen Nachläufer sehe. Also ihr seht mich jetzt in Episode 1 mit diesem Hai. Hoffentlich beißen die Barsche mein Köder genauso wie der Hai meinen Kopf. Und wer wissen will, warum ich diese lustige Mütze tragen muss, schaut einfach mal Ilex Germany auf dem YouTube-Kanal dabei. Da ist die Challenge, da findet ihr den Grund für diese lustige Mütze hier. Mann, ey. Tight line. Thanks, man. Erster Wurf. First Cast. Erster Wurf. Wurf. Let's fetz. Geil, erster Wurf. Geht los. So, der erste Hänger nach 5 oder 6 Würfen. Aber das bleibt wohl nicht aus, wenn man versucht, einen Zander zu fangen. Hoffentlich kriegen wir den wieder mit der beliebten Schnipptechnik. Also es ist ultra windig. Ich werde jetzt noch mal den Bereich hier so ein bisschen ausfischen, ausschicken. Hoffe, dass mein Köder so lange wie möglich dran bleibt, dass ich nicht allzu oft binden muss. Die Bedingungen sind alles andere als schön, aber oft gibt das den Fisch. Ich habe mir natürlich eine Taktik zum Angeln heute gemacht und auch eine mentale Taktik. Der Barsch ist das Hauptziel und da weiß ich, dass das auf jeden Fall Kopfsache sein wird. Da einfach durchzuziehen und ja, sich nicht kirre machen zu lassen. Dafür hilft auch, dass ich nicht in die Gruppe schauen werde. Ich habe mit Olli besprochen, dass er mir Bescheid gibt, wenn wirklich ein Ausnahmefang passiert. Dann schaue ich mir den an und reagiere live darauf. Reaction-Content liebt man ja auf YouTube. Aber dieses ganze Klein-Klein, das brauche ich nicht.
Da bin ich mir auch bis heute nicht sicher, was ich besser finde. Den ersten Tag, wo man das erfährt, was die anderen fangen, oder den zweiten Tag, wo man das nicht erfährt. Das hat beides einen Vor- und Nachteil. Ja, wie man sieht, ich stehe jetzt am größeren Fluss, an der Maas. Und wie schon erwähnt, ich versuche jetzt auf Barsch zu angeln hier. Dazu habe ich mir jetzt hier eine Strecke ausgesucht, die einigermaßen wettergeschützt ist, weil wir haben es die letzten Tage sehr windig. Da kann ich ein bisschen leichter angeln, weil die Barsche waren ein bisschen tricky die letzten Tage. Von daher versuche ich möglichst Finesse auf die zu angeln. Relativ leicht, relativ langsam. Jetzt habe ich hier ein bisschen Strömung drauf und da vorne hat so ein Saugbagger abgelegt. Das gefällt mir irgendwie überhaupt nicht. Der hat mir gerade voll die Trübung hier reingeballert, aber es läuft gerade schon ein bisschen aus, es wird schon wieder ein bisschen besser. Mal schauen, was die jetzt gleich veranstalten. Aber ich habe mir hier so einen kleinen Rubber Jig fertig gemacht, der hat 7 Gramm. Mit einem 3-Inch Wobbleshed in Motor Oil. Der Rubber Jig ist auch so eine gedeckte Farbe, Zebra Buck heißt sie. Und damit versuche ich im Grunde eine Grundel zu imitieren. So, ich habe durch den Rubber Jig kriege ich halt dieses breitere Profil, wie eine Grundel eben aussieht. Die werden ja nach vorne ein bisschen breiter vom Kopf her. Kann man hier sehr schön sehen. Da ergibt natürlich der Rubber Jig mit diesem kleinen Football Head ein schönes breites Profil vorne. Und wenn ich den halt ganz langsam möglichst flach über den Grund zuppel, wie eine Grundel sich halt so verhält, ab und zu mal einen kleinen Schnellen geben, so eine kleine Fluchtaktion und ansonsten langsam gekurbelt. Die sind ja oft relativ langsam unterwegs, mit nur so kleinen hektischen Sprüngen mal. Das ist gerade das, was ich versuche hier nachzubilden. Weil Grundeln sind hier wirklich überall drin in den Gewässern. Und das ist einfach immer ein netter Snack für so einen Raubfisch. Also mit Gummi war jetzt nichts. Ist ja klar, im Training 10 Minuten 2 Fische. Aber ich mache jetzt mal ein Twitchbait dran. Werde jetzt ein bisschen laufen. Mal den ganzen Platz hier abfischen und schauen, ob wir einen Barsch oder einen Hecht kriegen. Had a bite, definitely. Erster Biss des Tages. Oh, voll drauf gehauen. Darf nicht wahr sein. Ausgestiegen. Eieieiei. Nein! Ab! Ja, das war wohl mein erster Zander. Abgegangen. Ich hatte zwar Spannung auf der Schnur, ich kann mir nicht erklären, wie der abgehen konnte. Aber war auf jeden Fall die erste Reaktion. Das heißt, ich bin gar nicht so falsch. Ist natürlich sehr ärgerlich, wenn der erste Fisch im Drill verloren geht. Mann, das ärgert mich. Es ist wenigstens ein bisschen Action drin. Das Blut ist jetzt ein bisschen in Wallung. Jetzt ist wieder im Fokus. Sehr gut. Weitermachen. Leider strömt es hier überhaupt nicht an dem Platz. Gestern hat es hier richtig gut geströmt. Und naja, deshalb sind wahrscheinlich auch die Zander nicht so da. Einen Fehlbiss hatte ich. Aber wir werden jetzt gleich noch 2 Würfe machen und dann auf jeden Fall zu einer weiteren Brücke fahren. Und hier einfach noch gucken, ob wir irgendwo vielleicht Strömung finden. Weil Strömung ist halt in den letzten Tagen auf jeden Fall erfolgsversprechend für Zander gewesen. Schauen wir mal, ob wir noch einen hier bekommen. Bislang nichts Zählbares, aber die ersten Kontakte machen Mut. Das Wetter weniger. Wenn später nicht so viel regnet, dann kann ich ein bisschen was darüber erzählen. So, erster Spot. Hat schon mal nicht geliefert. Sehr schön, so startet man gerne sein Turnierleben. Aber ich habe es mir schon gedacht. Es lief so gut im Training. War schon klar, dass das nicht nochmal so passieren kann. Ja, wir gehen jetzt zurück und dann fahren wir den nächsten Abschnitt. Oh Gott, ich muss aufpassen, hier sonst passiert da unten falsch mal mit dir. So, das ist der Köder, wo ich meinen einzigen Fisch gefangen habe letztes Jahr. Vielleicht fange ich ja dieses Jahr meinen ersten. Schlussendlich hat man 10.000 Köder mit und fischt trotzdem immer mit den gleichen. Ne? Geht wahrscheinlich allen so. Wenn du Vertrauen hast in einen Köder. Vielleicht müssen wir ein bisschen härtere Geschütze auffahren. Die erste Stunde ist rum und es kam noch kein Fisch.
Das ist ein Zeichen dafür, dass die Fische heute sehr inaktiv sind. Mal gucken, ob Chili Cheese jetzt die Wende bringt. Stone, Stone, Stone. Fisch on, Fisch on. Jawohl. Freunde, da haben wir ihn. Zander, 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 Zander. Natürlich liegt jetzt gerade der Kescher. Yes! Ich hab einen Zander! Ich hab einen Zander! Oh. Ich mag die Dinger nicht so. Aber wenn sie beißen, gefallen sie mir. Ja, Freunde, ja. Richtig schöner Zander, Alter. Geil, Freunde, geil. Oh. Hat er den weggelasert. Richtig gut. So. Auf den neuen Whitefish Set. Die Whitefish Sets, die kennt ihr ja vom Hechtangeln bereits. Die gibt es jetzt hier in einer neuen Größe. Zum Barsch- und Zanderangeln. Der hat er voll vernichtet. Richtig, richtig gut. Oh, ich freue mich. Moment der Wahrheit. Oh, richtig gut. Die neue Scale eingeweiht. So, legen ihn vorne einmal an. 61. Approved? Ja, 61. 61 approved. 61 cm, Freunde. Geil. Das ist doch fast ein 80-Punkte-Fisch. Oh, richtig, richtig gut. 79,3 Punkte. Die nehme ich. Ich freue mich. Oh, ich bin ja echt kein Zanderangler, aber wenn die so geil beißen, dann ist richtig gut. Sehr geil. Der erste schöne Fisch für mich auf der Karte. 61er Zander und er geht zurück. Yes! Ich freue mich so doll. Prototyp eingeweiht und der erste Fisch auf der Karte. Mehr geht nicht. Geil. Puh, nächster Wurf, nächster Wurf, nächster Wurf. Eine Stunde hat's gedauert, aber das ist doch ein sehr solider Auftakt. Wie schon im letzten Jahr hakt Max seinen erklärten Angstgegner also als erstes ab. Was sagt der Rest dazu? Max hat einen Zander gefangen. 61 cm, ja, stark. War schon mal gut. Dafür, dass er die nicht mag. Bisher wurde ein Fisch gefangen, ein stabiler Zander von Max, 61, Petri dazu. Ansonsten läuft es anscheinend bei allen so wie bei mir. Ziemlich zäh. Ich hatte jetzt auf jeden Fall einen Kontakt, einen Fisch verloren und ich meine eben hier vorne noch einen Biss gehabt zu haben. Ich bin mir relativ sicher, dass das hier vorne gerade ein Biss war. Auf dem Spinnerbait. Ich bin hier ein bisschen wild am Rumwechseln mit meiner Spinnrute. Ich habe hier immer ein Twitchbait eben zum Nachwerfen. Und bin auf jeden Fall auf der Suche nach dem Barsch. Das wird mich heute eine Zeit lang begleiten. Ich werde auf jeden Fall trotz alledem nachher auch mal auf Zander angeln, weil die sollen die letzten Tage ganz gut laufen. Aber bisher ist es erstmal Barsch auf dem Plan und ja, wie ihr seht, seht ihr nichts, außer meinen schönen Hut. So, wir machen jetzt einen Spotwechsel. Jetzt soll es auf Barsch gehen in erster Linie. Das heißt, ich bleibe jetzt weiter bei meinem Plan und hoffe, dass da vielleicht noch ein Zander als Beifang kommt. Drückt mir die Daumen. So. So, Technikwechsel. Mal schauen, ob sie auf Dropshot wollen. Ich scheine heute ein bisschen zicks zu sein. Mal schauen, ob das geht. Neuer Spot, neues Glück. Das ist die Frage. Wir sind jetzt an meinem aus Barschsicht vielversprechendsten Platz oder Strecke. Ich hatte hier im Training mit meinem Trainingspartner Martin zusammen 2 Fische. Also Fisch ist wohl hier. Jetzt muss er nur noch in den Kescher kommen. Wir haben wieder Zuwachs bei Monkey Lures. Der Rolling Louie verrät durch seinen Namen, das ist ein Wobbler, der eine starke rollende Bewegung hat, dadurch einen starken An-Aus-Effekt unter Wasser, was die Fische triggert. Die Aktion ist Slow Floating, das heißt, wenn ihr ihn mal kurz stehen lässt, wird er ganz langsam anfangen aufzutreiben. Er ist 115 mm lang, hat ein Gewicht von 21 Gramm. Eine Besonderheit haben wir hier noch, und zwar sind die Haken an Wirbeln festgemacht. 6 wunderschöne Dekore. Der erste Wobbler von Monkey Lures, ab sofort im Handel, der Rolling Louie 115, checkt ihn aus. Out here, it's never just about the catch. It's the laughter shared between friends, the stillness
before a cast cuts through the silence, and the simple joy of being at the water together. Every lure crafted in Japan reflects our dedication to quality, because the real moment begins long before the bite. Moika, the soul of craftsmanship. So, kurz auf die andere Seite der Brücke. Vielleicht fangen wir da sogar noch einen zweiten Zander. Und wenn nicht, dann geht es auf jeden Fall ab auf Hecht. Und dann werde ich den gesamten Tag nur auf Hecht angeln. Und da freue ich mich riesig drauf. Das wird geil, hoffentlich. Aber das Wetter verspricht eigentlich gutes Hechtwetter zu werden. So, jetzt bin ich an der nächsten Stelle angekommen, an meinem zweiten Spot. Wir mussten ein bisschen fahren. Das ist aber ein Spot, der in der Vergangenheit schon mir gute Fische gebracht hat. Zum Beispiel beim YPC-Finale letztes Jahr. Ich habe tatsächlich den gleichen Köder wie im Finale, nur eine Nummer kleiner. Es handelt sich um den Fat Louis in 9 cm. Im Oktober beim Finale habe ich ein bisschen größer gefischt. Das wollten auch damals die Zander. Jetzt beim Training hat sich so ein bisschen herauskristallisiert. Die haben sich gerade ein bisschen auf kleinere Brutfische eingestellt, deswegen eine Nummer kleiner, gleiche Farbe. Das ist ein 3-Gramm-Kopf. Da habe ich sogar noch ein bisschen mit dem Seitenschneider ein bisschen was weggenommen. Ich will so ungefähr 1 Gramm haben. Ich werde jetzt sehr langsam fischen. Wir sehen in der Gruppe, in der WhatsApp-Gruppe, dass erst ein Zander gefangen wurde. Das zeigt mir, dass generell heute die Fische ein bisschen inaktiver sind. Und eine Taktik auf Zander zu angeln, wenn sie nicht aktiv am Fressen sind und am Suchen sind, dann sind Techniken wie Jiggen zum Beispiel ein bisschen denen zu flott und zu schnell. Daher lasse ich den Köder heute absinken bis zum Grund und fange den dann langsam einzuleiern. Zander sind auch neugierig, reagieren und haben dann ein bisschen länger Zeit, den Köder zu verfolgen, langsam mitzuschwimmen und dann hoffentlich auch zuzupacken. Also drückt mir die Daumen, dass der Plan jetzt aufgeht. So, ich bin jetzt zum Powerfishing übergegangen oder Run Gun oder was auch immer man sagen will. Sprich, ich laufe jetzt hier das Ufer entlang und fische relativ zügig mit einem bewegten Köder, mit einem Acton-Köder, in dem Fall ein Chatterbait, einfach hier das Ufer bzw. die Kante ab, die hier so 2, 3, 4, 5 Meter raus ist. Ich überwerfe die immer, lasse den Köder absinken und kurbel ihn langsam die Kante hoch. Und ja, da gehe ich jetzt hier das Ufer entlang. Tiny Kaishin mit einem Machobi, das Ganze an der 16 ml Seiten. So wie vorhergesagt. Also hat ehrlich gesagt länger gedauert, als ich gedacht hätte. Der erste Bassbite hat sein ewiges Grab gefunden. Aber zum Glück windet es ja, da macht ja das Knotenbinden doppelt Spaß. Ja, ich werde jetzt das als göttliches Zeichen von Petrus sehen und werde jetzt dann jiggen. Weil wir ehrlich gesagt auch alle Barsche, die wir hier hatten, auf Jig hatten, also auf Gummifisch. So ein kleines Grundelimitat, entweder Gunnar de Gobi oder den 9,5er Bulltees in Pearl Sand, weil das Wasser einfach super klar ist. Damit mache ich jetzt die Strecke runter. Und dann vielleicht nochmal mit dem Crank oder mit dem Twitch die Strecke hoch, weil auf dem Twitch hatte ich hier gestern den Nachläufer. Also der Aufnahme nach kann der Köder nicht ganz verkehrt sein. Und tatsächlich. Fisch. Guter, abgegangen. Alter. Das war ein guter Fisch. Bis überhaupt nicht gespürt bei der alle Szenarien in meinem Kopf, die bis jetzt schief gehen konnten, sind schief gegangen. Scheibenkleister. Fisch. Nichts Großes. Ja, ein Mini-Barsch. Ich weiß gar nicht, ob der zählt. Aber wir legen ihn drauf. Die Erfahrung in der Vergangenheit hat gezeigt, dass jeder Punkt wichtig ist. 22 brauchen wir. Oh, die hat er. Jawohl. Oh, Löwe. Ist gerade, ne? So, wir holen wir alles raus hier. 27 Punkte. Yay! Ich zeige euch den großen Burschen nochmal. Der kleine, aber die ersten Punkte. Wichtig. Zack. Tiny Kaishin, vielen Leuten bekannt. Super geiler Barschköder. Das Ganze fische ich hier gerne an der Neuke Seiten
610 ml. Die sind ein kleines bisschen softer. Da kriege ich die richtig geil mit manövriert. Wenn ich jetzt schwierigeres Terrain habe, mehr Kraut, dann nehme ich eine Route ein bisschen härter. Aber hier ist nicht viel. Da kann ich ruhig mit der weichen Route arbeiten. Das ist für eine Kombo und fängt Barsche. Über mangelnde taktische Diversität können wir uns nicht beklagen. Nur der Ertrag ist bislang überschaubar. Alex ist trotzdem erstmal erleichtert. Ja geil, die ersten Punkte sind im Sack, kleiner Barsch, aber ich freue mich trotzdem riesig. Jetzt schon hier fast 1,5 Stunden am Angeln und ist noch nicht viel passiert. Man kennt das ja, wenn man selber angeln ist. Im Turnier ist das noch viel schneller. Der Kopf fängt noch viel schneller an, irgendwie komische Sachen zu machen. Aber ich werde das Ding hier auf jeden Fall noch eine ganze Weile durchziehen. Hier ist noch Strecke, ich habe noch ein bisschen Zeit. Einfach weitermachen. Die Fische müssen hier sein, die sind hier, die waren gestern hier. Die waren die Woche über hier. Die müssen hier sein. Habe ich wirklich keine Snaps eingepackt? Bin ich so blöd? Da haben wir doch einen Snap. Ich bin jetzt hier schon an dem Ende von diesem Stretch angekommen. Man sieht, hier komme ich nicht mehr weiter. Hier ist ein Flachwasserbereich, ist auch so ein Altarm, der geht komplett da hinten durch. Könnte ich drum rumlaufen, lasse ich aber wahrscheinlich. Da darf ich nicht angeln, hier darf ich angeln. Grenze ist genau hier. Interessant ist natürlich, hier ist der Flachwasserbereich mit Kraut. Da wird mit Sicherheit eine Menge Brutfisch drin sein. Und da vorne, hier in der Einfahrt direkt oder in diesem Mündungsbereich, geht auch ein Krautfeld raus, was sich da bis über die Kante erstreckt. Und ich fische natürlich hier vorne raus an der Kante vorher und hoffe, dass da ein paar Räuber irgendwie auf den kleinen jungen Brutfisch lauern. Jetzt gerade passiert hier auch was, das ist natürlich immer, wenn hier Schiffsverkehr ist, zieht hier Wasser raus, drückt hier Wasser wieder rein. Jetzt gerade zieht hier richtig das Wasser raus, richtig Strömung, was sich natürlich hier auch ein bisschen verlängert mit dem Strom von dem Fluss. Super interessante Stelle. Top in der Theorie. In der Praxis allerdings unterlaufen auch Profis mitunter erstaunliche Missgeschicke. Ich habe die falsche Schnur abgeschnitten. Vom Knoten. Alter, das gibt's jetzt nicht, ey. Ohne Spaß, Alter, das gibt's jetzt nicht. Oh Mann, ey. Es ist wirklich wie im schlechten Film, wirklich. Nicht den Fächer verlieren. Warte, ich komme ran, glaube ich. Okay, hab ihn. Oh Gott. Hab ihn. Das ist ein Zeichen, dass ich verschwinden soll hier. Wir gehen weiter. Nächster Spot. Die Fische sind nicht aktiv. Das bedeutet jetzt für mich Gewässerwechsel, neues Wassersystem. Das kann mir die Möglichkeit geben, wenn ich jetzt anfange, schneller Gewässer zu wechseln, eventuell eins, was gespeist wird mit Wasser oder vielleicht ein bisschen Strömung hat, jetzt durch den Regen, dass vielleicht dort die Fische ein bisschen aktiver sind. Hier ist auf jeden Fall keine Aktivität zu vermerken. Deswegen mache ich mich jetzt auf den Weg zum nächsten Spot. So, also mein Bauchgefühl ist ganz gut hier. Deswegen werde ich wahrscheinlich auch ein bisschen länger als in meinem vorgebauten Zeitplan hier bleiben. Wir haben ja eh vom ersten Spot noch ein bisschen Zeit gut. Ich werde jetzt noch mal einen Crank dran hauen. Noch mal schauen, dass ich ein bisschen Strecke mache. Da hoffentlich den Barsch auf dem Weg finde. So ist halt der Spot. Bei wunderschönem Sonnenschein, wie man sich anders kennt von Holland. Hier ist eigentlich ein reiner Hechtspot. Hatten wir auch sehr gut im Training, auch wenn man es nicht glauben mag. Aber ich will jetzt hier mal ein paar Würfe machen, so eine halbe Stunde. Mal schauen, was geht.
Nicht der ersehnte Zielfisch, aber ein Hecht. Fisch Nummer 1 weggelandet. Oh, was ein Kampf, Leute. So, Tiny Boomer. Driller hat er mir geklaut. Vorne ist er ran. Und hinten, oder? Vorne ist er ran und hinten ist er auf. Was sind das? 74. Schlank und lang ist er, 74 cm. Und er darf jetzt auch gleich wieder zurück ins kühle Nass. Wie gesagt, leider nicht der Zielfisch, aber wir nehmen den ersten Fisch und die erste Fischart. Zurück mit dir. Jawohl. Okay, Fisch Nummer 1, dann werde ich reporten. Und dann geht die Jagd weiter nach dem Barsch. Der Fisch hat jetzt gebissen auf den Tiny Boomer von Gunky. Da hatte ich vorhin auch den Fisch drauf verloren und noch eine Attacke, ganz am Anfang. Und als Trailer benutze ich einen kleinen Z-Jet, einen Z-Jet 105 von Elex aus der Magic-Serie und kürze den aber noch ein bisschen ein. Der Z-Jet hat einen sehr kleinen Teller hinten, der dann trotzdem schön arbeitet auf dem Bladed Jig. Und als Route habe ich euch was Besonderes mitgebracht, denn das ist eine Elex Night Shadows, eine limitierte Edition, und zwar die YPC Bank Edition. Also die habe ich tatsächlich entworfen, hauptsächlich zum Uferangeln, aber auch zum Bootangeln. Ist 2,20 Meter lang, ist eine M-Plus-Aktion. Die Spitze ist eigentlich mehr so fast schon Medium Light und hinten raus habt ihr dann Power wie bei einer MH. Ist klassisch zweigeteilt, also für den Transport. Und ist wie gesagt schon 2,20 Meter lang, hat aber ein sehr kurzes Griffstück, was eher untypisch ist. Das habe ich dafür gemacht, dass wenn ihr Hardbaits angeln wollt, dass ihr beim Twitchen nicht irgendwie hängen bleibt oder so. Und dieses kurze Griffstück gibt euch natürlich mehr Länge oben raus bei der 220. Das heißt, ihr habt eine Blanklänge, die fast ähnlich wie bei einer 230, 240 ist. Hat jetzt schon viele Fische gefangen. Bin echt happy mit der Aktion, egal ob eben so kleine Chatterbaits, ganz kleine Wobbler. Ich habe auch wirklich schon Chubbies, also wirklich 3,5 cm Köder damit geschmissen, bis hin zum Freddy 130 in dem Polder. Super großes Einsatzgebiet. Und die ist bald exklusiv bei Hecht und Barsch erhältlich. Vielleicht noch nicht zu der Episode, aber spitzt die Ohren. Die ist streng limitiert, durchnummeriert auf 100 Stück, also mit einer Seriennummer. Verpasst das nicht. Im Marketingmodus scheint die Haimütze völlig vergessen. Schöner, unverhoffter Hecht, der in der direkten Nachbarschaft für Irritation sorgt. Gerade kam die nächste Meldung rein. Marc hat 74er Hecht gefangen, Petri. Wundert mich ein bisschen. Ich hätte nicht mit gerechnet in der Zone hier. Ich hätte auch eher damit gerechnet, dass er auf Barsch angelt. Aber es kann ja auch ein Beifang sein. Interessant, ey. Stark. Wir sind jetzt hier wieder an der Brücke. Ich erhoffe mir hier halt einen Barsch, vielleicht noch einen Zander als Beifang. Im Moment fühle ich die Angelei noch nicht so tatsächlich. Vorhin, das hat sich gut angefühlt mit dem Fehlbiss. Aber ja, ich bin nach wie vor optimistisch und gebe mein Bestes. Ich denke, ich vertraue einfach auf meine Stingman und meine Kickman. Ein bisschen grellere Dekore und dann werde ich noch die Ufer so ein bisschen abfischen. Generell beim Suchen, normalerweise fange ich eher so von oben nach unten an. Aber jetzt wegen der wenigen Aktivität versuche ich es erst mit Jiggen und gucke, ob die Fische vielleicht am Grund stehen. Und dann noch so ein bisschen die Seiten mit allem, was so Krawall macht, Chatterbaits, Crankbaits. Ja. Nächster Stretch ist fertig. Ich denke, ich werde jetzt weiterziehen. Weiterhin das Problem, keine Strömung und bis jetzt noch kein Glück gehabt mit dem Barsch. Aber ja, wenn der Wind so weitergeht, werde ich wahrscheinlich das Jiggen bald gegen das Sea-Rig eintauschen. Aber ja, der nächste Spot ist eher jetzt mal für einen Zander gedacht. Aber ich möchte nicht zu viel verschreiben, weil bis jetzt sind meine Predictions oder meine Pläne noch nicht so ganz aufgegangen. Aber wir bleiben dran. Oh, fuck. Ah, war das? Doch, ich glaube schon. War ein Zander, habe ich gesehen. Der Fisch, der direkt hier vorne an die Steine gebissen. Mann! Hey, heute ist aber auch wieder... Was habe ich heute Morgen gesagt? 4 Hechte. Ich wusste, ich habe den Mund zu voll genommen. Ja, ich mache noch 1, 2 Würfe. Und dann will ich noch mal mit kleineren Ködern probieren. Mit Crankbaits, Lipless, können auch was sein. Letztes Mal kannst du ranhängen, was du wolltest, mit allem gefangen. Heute kannst du alles ranhängen, was du willst, fängst gar nichts.
Wir brechen an der Stelle ab mit Barsch. Ich fahre jetzt Zander angeln, in der Hoffnung, dass die ein bisschen mehr Bock haben. Schade, es kam hier nur ein Hecht, den Zander eben noch verloren. Sehr ärgerlich, aber gut, sonst wäre es nicht der YPC. Von daher, jetzt gehen wir mal Zander angeln und hoffen, dass ich da schnell 1, 2 Fische fange. Die Barschbox ist immer noch tatsächlich dabei, denn ich wollte jetzt erstmal mit ein bisschen kleinerem Gerät auf Hecht angeln. SG6 Revenge bis 56 Gramm und damit werde ich jetzt größere Twitch-Baits angeln. Gravity Twitch 95 MR, absolut beste Wahl hier gerade. Ich würde sagen, dieser Köder hat schon ein paar Fische gesehen. Der sieht savage aus. Was auch savage aussieht, ist das Wetter. Das ist mega, also es sieht unfassbar gut aus für Hechte. Tatsächlich wurden in der Gruppe bisher erst, also wir haben eben gerade eine sehr, sehr lange Fahrt hingelegt. Also über eine Stunde sind wir gefahren, Stunde 15. Jetzt stehen wir hier und es wurden erst 3 Fische gefangen. Das müssen wir jetzt unbedingt mal ändern. Also jetzt geht's hier all in auf Hechte. Erstmal 1, 2 Fische fangen und dann Karte upgraden mit großen Ködern, das verspreche ich euch. Und ja, Gravity Twitch hier dran und dann geht's hier durchs Gemüse ab ans Wasser. Max macht Versprechungen, die Konkurrenz tauscht sich aus. Hier ist es. Ich habe heute Morgen schon einen richtig krassen Fisch verkackt. Nein. Ah, ich habe gekotzt. Aber Ärgerlich. Ja, bisher mau, ne? Läuft, ja. Und mal schauen, was das noch gibt. Ich hau jetzt ab hier, kannst du machen. Freie Fahrt. Ja, ich werde jetzt noch 1, 2 Spots hier dann machen und dann Feierabend, ne? sowas, Kaffee, irgend sowas, Schnellrestaurant. Hä? Schnellrestaurant, irgend sowas. Ja, ja, wir treffen uns, ne? Klar, Später. viel Erfolg. So, wir sind jetzt am nächsten Spot angekommen. Ich habe das Gewässer gewechselt und angel jetzt auch nicht mehr auf Zander, sondern probiere es erstmal auf Barsch in der Hoffnung, ja, dass sie vielleicht ein bisschen aktiver sind. Ich mache jetzt den Start mit einem Jigspinner. Das ist der Turbo Louis, der erste Metallköder von Monkey Lures. Wir haben hier ein super Search Bait, also ich kann damit relativ schnell Strecke machen, gucken, wo die Barsche sich hier gerade befinden. Wir werden jetzt eine große Brücke befischen. Dadurch, dass der Turbo Louis perfekt im Balance und austariert ist, haben wir nicht nur ein Blatt, was sich extrem schnell dreht hinten, sondern wir haben auch einen flankenden Körper. Und dieses Spiel von dunklen Rücken und roten Bauch, das blitzt immer wieder auf im Wasser. Und das ist eine super Barschwaffe. Das ist jetzt der Köder, mit dem ich starte. Wie ihr seht, habe ich auch noch ein paar andere Routen mit dabei, um eventuell auch noch gleich ein bisschen Finesse auszuprobieren. Das ist heute ein schwieriger, zäher Tag, wie wir in der Gruppe sehen. Deswegen müssen wir jetzt ein bisschen testen, rumexperimentieren und gucken, dass wir ein paar Fische noch rausbekommen. Mein Netz. Das ist echtes Hechtangeln für mich. Dahin gehen, wo noch keiner war dieses Jahr. Das ist auf jeden Fall Neuland hier. Oh. Fisch, aber klein. Das ist nicht die Größe, die wir jetzt hier erwartet haben, aber ich gehe trotzdem einmal messen. Mein Plan war es eigentlich, dass du 40 cm groß bist, aber ich freue mich trotzdem. Nee. Das hat leider nicht gereicht, mein Kleiner. Verpetz mich aber nicht. So. Na, egal. Ich weiß, hier stehen auch dicke Barsche aktuell, weil ich sie im Training gefangen habe. Deswegen fahre ich heute hier so auf mit meinen ganzen Routen. Denn ich will hier eigentlich nicht ohne ein 40er Barsch wegfahren. That's my plan. Okay. Okay. Oh. Okay. Ist denn das die Möglichkeit? Gerade so, dann ich auch gestern keinen fucking Fisch verloren, ey. Oh.
put your mind to it, you can do it, yeah, and I'm the proof. Ja. Der wird auch nicht helfen. Shit. Junge. 22 Zentimeter auf den Kopf. Mein erster YPC-Fisch für dieses Jahr. Ich habe ein kleines Déjà-vu. Vor einem Jahr lief es genauso bescheiden am ersten Tag. Streetfishing, gleiche Zone. Und da habe ich auch noch kleine Barsche gefangen. Hoffentlich wird das nicht das gleiche heute hier. Gut, so. Einmal melden den Kleinen. Kleinen Gruß in die Gruppe hier. Dann versuchen wir mal noch einen Kleinen hier rauszuzubbeln. Obwohl eigentlich will ich einen 40er fangen. 2 40er hatte ich an der Stelle im Training. Und bin dann sofort abgehauen in der Hoffnung, dass sie hier noch stehen und beißen. An meinem Turniertag. Aber wie so oft kommt es im Turnier ein bisschen anders als geplant. Also ich habe jetzt aufgegeben, mich an diese nicht in die Gruppe schauen Regel zu halten. Ich fand es gerade sehr, sehr witzig. Der Emoji, den Luis mit in die Gruppe geschickt hat, war dieser schmelzende Gesicht-Emoji. Nach dem Motto, es läuft einfach richtig bescheiden. Ich meine, ich muss nicht reden. Lieber ein 22er Barsch als kein Barsch oder kein Fisch. Aber den Emoji fand ich auf jeden Fall sehr witzig und sehr treffend. Wir schenken dir die Prüfungsgebühr. Wer im Aktionszeitraum seinen Kurs auf anglerschmiede.de bucht, spart die komplette Prüfungsgebühr, denn die ziehen wir dir direkt vom Kaufpreis ab. Das sind bis zu 70 €, die du sparen kannst. Alle Infos findet ihr auf unserer Seite anglerschmiede.de oder hier unten in dem Link. Wir haben eure Gebete erhört. Ich darf euch vorstellen, im Fachhandel erhältlich der Perch Glider 145, der kleine Bruder quasi. Schwimmeigenschaften gleich geblieben, Slow Floating, läuft ca. 0,1 bis 1 Meter tief im Wasser und hat ein Gesamtgewicht von 42 Gramm. Die Haken sind an Wirbeln festgemacht, die drehen sich, der Fisch kann nicht so schnell ausschlitzen. Ich finde, er ist super gelungen und bin gespannt auf euer Feedback. Das Training ist bei mir jetzt irgendwie eine Woche her und es ist so viel mehr Kraut geworden. Das ist der Wahnsinn. Also mit einem Gravity Twitch in MR komme ich hier gar nicht mehr klar. Jetzt muss ich auf irgendwas wechseln, was ganz flach über dem Kraut läuft. Wahrscheinlich ein neuer Prototyp vom Savage Gear Spinnerbait. Den zeige ich euch jetzt mal eben. Das ist der neue Prototyp, der heißt Dalil Bush. Also weil wir ja schon den der Bush haben, den sehr großen Spinnerbait in der Savage Gear Range. Und jetzt gibt es den hier halt auch in einer, ich sag mal, eigentlich Barschgröße. Aber der ist jetzt hier gerade genau das Richtige, um den über das Kraut zu drehen. Ja, schauen wir mal, dass wir damit mal durchs Kraut kommen. So, ich habe jetzt nochmal unseren The Curl probiert und habe den so über den Grund geschliffen bzw. langsam geleiert, um zu gucken, ob vielleicht irgendwie ein Trägerzander da rumliegt. Aber es bringt jetzt auch nichts, hier stundenlang zu verweilen. Aufgrund dessen werde ich jetzt nochmal einen Platzwechsel vornehmen. Jetzt geht es mal zu einer Fähre am gleichen Fluss. Ich hoffe dadurch, dass wir jetzt noch ein bisschen Fisch vor die Kamera kriegen. Das Ziel ist weiterhin Barsch. Also ab zum Auto, dann geht es direkt weiter, Feuer frei. So, ich hatte jetzt einen Fisch auf dem Wobbler verloren. Sowas passiert nur bei der YPC. Unglaublich. War aber nur kurz 1-2 Sekunden dran. Ja, jetzt gehe ich zum nächsten Spot und hoffe, dass das besser wird. Mein Plan ist es jetzt, die vermeintlich sicheren Zander zu fangen. Ich habe da eine Brücke, wo ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass ich da 1 oder 2 Zander fangen kann. Die werden nicht groß sein, aber ja, an der Stelle ist es einfach vielleicht wichtig, mal ein paar Fische in die Karte einzureichen. Dann habe ich da in der Nähe noch einen kleinen Spot, wo ich mit ein bisschen Glück vielleicht einen kleinen Barsch fange, also wirklich klein. Der wird unter 30 sein, hoffentlich über 22. Und ja, wenn mir das relativ schnell gelingt, werde ich wieder an den Fluss fahren, um eben größere Fische zu fangen. Aber jetzt erstmal versuchen, Fische für die Karte zu fangen.
Das Kraut ist unfassbar gewachsen. In einer Woche steht das Kraut auf einmal bis zur Oberfläche und das will ich überhaupt nicht. Deshalb Abmarsch. Wir haben jetzt eine halbe Stunde Zeit verloren, das ist voll okay. Aber jetzt hier nicht noch eine halbe Stunde investieren, weitergehen. Hechtangeln ist Strecke machen und die Strecke hier, die mache ich nicht. Ich mache jeden Wurf ins Kraut, das ist nicht effektiv. Also weiter geht's oder erstmal zurück und dann weiter. Der Kameramann kann einem leid tun. Während Max die neue Stelle schnell wieder verlässt, kehrt Christina an ihren ersten Spot zurück. Okay, also ihr findet das wahrscheinlich jetzt mega langweilig, aber wir sind noch mal zurückgefahren, weil mir lässt das keine Ruhe hier. Ich will das noch mal machen, ich will aber nicht zu viel Zeit verlieren. Ja, probier es einfach noch mal. Dann habe ich das abgehakt und dann gehen wir weiter. Ich probiere es noch mal. Ich will jetzt da die Spundwand auf der anderen Seite. Ich habe jetzt auf der linken Seite gefischt. Jetzt gehe ich noch mal auf die andere Seite und will mit Dropshot einfach noch ein bisschen mehr probieren, weil ich habe noch relativ kurz mit Dropshot gefischt und habe aber noch eine zweite Route mit, um auch noch ein paar Würfe zu machen. Es ist Zeit, jetzt mal ein bisschen langsamer zu fischen. Ich werde jetzt mal einen schönen Krebs am Skirted über den Boden ziehen. Das ist der Krabby Louie in 10 cm Farbe, Snitchy die Fungi. Bewusst ein bisschen größer, das Wasser ist trüber, die sollen den auch wahrnehmen. Zusätzlich werde ich jetzt eine Paste dran schmieren. Das ist eine Paste, an der ich jetzt als Produktentwickler bei Hecht und Barsch seit ungefähr fast einem ganzen Jahr arbeite. Das ist die LMAB Trigger Cream. Das Besondere an dieser Paste ist, dass das Trägermittel, um quasi den Geschmack zu binden, auf Wasserbasis ist und dadurch erreichen wir viel stärkere Verteilung der Aromen im Wasser. Normalerweise oder üblich sind auf Ölbasis, auf Fettbasis quasi den Flavor zu binden. Aber jeder kennt die Geschichte, wenn man ein bisschen Öl ins Wasser kippt, das vermischt sich nicht. Und deswegen haben wir bewusst unsere Paste auf Wasserbasis gemacht. Wir haben auch ein paar dezente Glitterpartikel mit in der Paste, je nach Farbe. Die sind auch plastikfrei. Und ja, das Zeug stinkt bestialisch. Und das liegt daran, dass wir nicht geizig waren mit den Aromen. Wir haben nämlich hier tatsächlich 40 Gramm Flavor auf 100 Gramm Paste reingemischt. Das bedeutet 40% davon in dieser Paste ist quasi dieser Geruch. Jetzt habe ich Flusskrebs mir ausgesucht, dadurch, dass ich auch einen Krebs fische. Und boah, das stinkt wie Sau und hoffentlich schmeckt das den dicken Barschen. Na, guten Appetit. Nicht nur bei Louis heißt es mittlerweile alles, was hilft. So, ich bin gerade hier auf dem Weg zu meinem nächsten Spot. Und weil die Fähre gerade rüber gedüst ist, nehme ich das gerade mit und mache hier, während wir warten, noch schnell ein paar Würfe. Die Fähre ist ja eigentlich immer gut für einen schnellen Fisch. So, nächster Spot. Das einzige Problem hier könnte sein, dass die Wellen schon fast zu hoch sind. Und zwar, dass sie einfach die Hechte dann quasi dadurch vertreiben. Weil dadurch Strömung entsteht, durch zu hohe Wellen. Aber wir schauen uns das einfach mal an. Halbe Stunde hier angeln. Wenn dann keine Resonanz kommt, wechseln wir den Platz. Aber kann ich mir eigentlich kaum vorstellen. Da ist schon mal Kraut. Fisch. Wow. Fritte. Nee, der ist zu kurz. Naja, das war der erste Wurf. Das lässt hoffen, dass vielleicht hier mal ein maßiger mitkommt. Oh, da war der nächste Biss. Das sind kleine Fische. Oh, wow. Winzling. Den brauchen wir nicht messen. Sollen wir mal dran halten? Komm, wir halten mal dran. Ach Gott, nee, sehe ich gerade was 20. Na, weit weg. Winziger Barsch. Wo sind die Zander? Ach, das ist ja wieder so typisch YPC.
läuft alles anders, wie man sich erhofft und wie man es plant. Wenn das die Barschgröße ist, dann schlecht. Oh ja, da ist ein Fisch. Da ist ein Fisch. Ja, Freunde. Oh yes, da ist der Hecht. Und zwar ein schöner. Oh, proper Fisch. Ah, sehr geil. Besserer Hecht auf jeden Fall. Come on. Schwimm weg. Schwimm weg. Schwimm weg. Ah. Boom! Yes! 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 Yes, Freunde! Oh, sehr schön! Oh, Gott sei Dank, da ist der Hecht, ey! Und direkt ein schöner! Oh, Deviator Tail! Oh, ich bin so froh! Deviator Tail hat's gerichtet! Mega! Oh, happy! Super, super happy! Zum Köder erzähle ich euch gleich mal was. Oh, schöner Hecht! Wirklich ein schöner Hecht, der sich den Jerkbait hier geholt hat. Deviator Tail ist so ein geiler Köder. Er hat schon einige schöne Hechte gefangen. Ich würde sagen, 80, 81, irgendwie so. Legen wir mal drauf. Aufs Board. 79 cm. Sehr schön. 79 cm Hecht. Das ist doch schon mal einer für die Karte. Sehr schön, ich bin sehr, sehr froh. Das freut mich. Oh, sehr schön. Vielen lieben Dank, schöner Hecht. Oh, der geht zurück. Was ein wichtiger Fisch für die Karte. Oh, happy. Was mit dem Hecht geht doch. Wäre auch schlimm, wenn ich kein Hecht fangen würde. Wunderbar. Nur für euch habe ich blutige Hände geholt. Weil ich natürlich von der Messlatte ohne Handschuh hochgehoben habe und dann schlägt der natürlich direkt. Naja, auf jeden Fall ist das hier der Köder der Stunde für mich. Ihr seht, dieser Deviator Tail, der hat schon bestimmt 50 Hechte gefangen. Der ist geisteskrank kaputt, aber der fängt richtig gut. Das Besondere bei dem Köder ist, man kann den Schwanz tauschen. Man kann einen Curly Tail hinten dranhängen oder einen Paddelschwanz. Beides sehr, sehr cool. Ich mag ihn natürlich mit Curly Tail. Ich liebe Jerkbait-Angeln einfach. Oh, richtig, richtig gut. 2,79er Fische auf der Karte. Und was ist das bitte für eine Episode? Gerade mal 5 Fische gefangen von 7 professionellen Anglern. Die Dinger beißen heute so schlecht. Wahnsinn. Unfassbar. Also ich denke mal, das wird wahrscheinlich sogar schon das Ende der Folge sein. Ja, wir hoffen, dass das in der nächsten Folge auf jeden Fall besser wird. Peace out. Von mir aus könnte auch langsam Schluss sein. Unser Cutter hat aber offenbar andere Pläne. Wir fragen uns... What next? Dropshot. Ganz langsam Dropshot. Okay. Gar keine Dropshot-Blei mit dabei. Einer der größten Angler in Deutschland sagte einmal, in solchen Situationen wie jetzt hilft nur noch der Tauwurm. Ich sag, eine Vorstufe gibt's noch. Wenn wirklich gar nichts geht beim Spinnfischen, dann liegt es daran, dass die Strömung nicht da ist, man nichts ändern kann. Nein, dann fischen wir natürlich Sea-Rig. Natürlich können auch noch andere Finesse-Rigs hier gut funktionieren, aber nachdem die Steine hier so aggressiv sind, habe ich ja, Free-Rig und Kickback-Rig und ähnliches eigentlich mit Leidenschaft nur abgerissen. Deswegen war Sea-Rig eigentlich immer das Einzige, was wirklich geklappt hat. Und ja, ich werde mir jetzt einen 10 Gramm Bullet Weight montieren. Einfach gleich auf meinen Vorfach drauf, mit dem ich gerade auch gejiggt habe. Da ich mit ziemlich dickem Vorfach hier sowieso fische. Ich fische 0,60er Vorfach. Und so habe ich jetzt ein sehr, sehr gutes, ja, dickes Vorfach, auf dem das Blei läuft. Und das ist ja das, was zum Großteil den Kontakt mit den Steinen auch hat. Deswegen macht es auch total viel Sinn, ein dickes zu fischen. Normalerweise würde man natürlich eher so ein 0,34er oder sowas fischen, aber in dem Fall mache ich das so. Und der Vorteil am Sea-Rig ist natürlich nicht nur, dass es nochmal ein deutlich passiveres Führen ermöglicht, auch bei dem starken Wind, einen gewichtslosen Köder ermöglicht, sondern auch, dass ihr es noch mal ein bisschen weiter werfen könnt als einen Jig oder vor allem Crankbait und ähnliches. Das Köder, wie gesagt, die kleine Creek Craw, in dem Fall die 6,5er in der Farbe Oyster. Das ist so ein schönes, durchsichtiges Blau, Silber, Lila, sehr, sehr coole Farbe. Habe ich, wie gesagt, im Training auch ein paar Fische mit gefangen. Zugegebenermaßen nicht die allergrößten, aber es wäre mal eine Möglichkeit, aufs Scoreboard zu kommen. So, jetzt bin ich am nächsten Spot angekommen, wo ich eigentlich hin wollte. Das eben an der Fähre wäre nur ein kurzer Zwischenstopp.
Ja, jetzt bin ich tatsächlich im See hier. Hier habe ich 2 Spots. Das sind so Flachwasserbereiche, die ein bisschen geschützt sind mit ein bisschen Kraut drin. Da habe ich jetzt bei der Vorbereitung schön Fische gehabt und gesehen. Die werde ich jetzt, das sind 2 Spots, die werde ich jetzt jeweils eine Dreiviertelstunde oder so abfischen. Und erwarten tue ich da hoffentlich einen großen Barsch oder vielleicht auch einen Hecht. Und wenn's ein tollwütiger Giebel ist, wer ein Sinnbild dafür braucht, wie es heute läuft. Oh, mein Knie. Oh, ich werde alt. Das ist wieder so eine Fritte, oder? Wir können es haben. Könnte es ganz knapp haben. Nee, ich glaub's nicht. Nee, der ist zu klein. Okay, der Moment, der war heute, hat 43. Kleiner, maßiger Brückenzander, der war hart erkämpft. Und der darf einmal wieder. Und tschüss. Heieiei. Halleluja! Marc holt sich den zweiten Zielfisch und hat daneben noch einen weiteren Grund zur Freude. Damit war es das auch für diese Episode. Ich darf den lustigen Hut hier ausziehen und hoffentlich dann auch ein paar mehr Fische fangen. Bisher kam nicht viel. Ich habe 2 Fische, einen winzigen Zander. Hier war im Training viel mehr Fisch. Egal, ich werde jetzt mal einen Spot fahren, wo ich vielleicht einen maßigen Barsch fange. Dann geht es zurück an den Fluss und wir fischen auf große Fische. Also, nächste Episode gibt es mehr Fische. Bis dann, ciao, ciao. Ich glaube, wir haben jetzt die Hälfte des Tages rum. Und es läuft wie am Schnürchen. Auf zum nächsten Spot. Ich brauche unbedingt einen Hecht heute. Ich hatte jetzt nicht gedacht, dass schon das die Challenge wird. Ich habe gedacht, heute wird der einfachere Tag. Aber gut, Angeln ist nie nach Plan. Ist so. So wie ich es jetzt gesehen habe, wurde gar nicht so viel Fisch gefangen, aber Petri an alle, die was gefangen haben. Das Wetter wird gerade etwas schlechter, so wie vorhergesagt. Ich bleibe jetzt weiterhin auf der Barschjagd. Das heißt, ich werde jetzt für die nächste Episode noch eine Barstelle anfahren und dann muss ich mir was überlegen. Ja, zufrieden bin ich nicht, aber es spiegelt so die letzten Tage wieder. Nichtsdestotrotz ist keine Ausrede. Weiter dranbleiben und das wird schon. Ich bin guter Dinge. Oh, da hinten kommt gerade die absolute Regenwand. Und ich habe kein Regenzeug. Also ich habe nur Halbregenzeug. Aber einen Spaß. Vielen Dank fürs Zuschauen hier bei der ersten Folge. Tut mir leid, dass ich so wenig dazu beitragen konnte. Ja, wir sehen uns in Folge 2 dieser schönen Gruppe 4, auf dass da ein paar mehr Fische insgesamt zu sehen sein werden. Das ist jetzt der letzte Fang von mir in dieser Episode. Es war ein bisschen mau. Das gibt Hoffnung auf mehr in der nächsten Episode. Und falls euch die Folge trotzdem gefallen hat, lasst ein Like da und einen Kommentar. Und unter den Kommentaren verlose ich diese Cap. Nein, Spaß. In der nächsten Folge gehe ich wieder Zander angeln. Ich packe jetzt zusammen. Und hoffentlich haben die Zettis Bock, denn ich möchte heute einen richtig schönen, dicken 70 plus Zander noch fangen. Also, drückt mir die Daumen. Alle Daumen sind gedrückt, nicht nur für Luis, sondern für alle Teilnehmer. Denn Hand aufs Herz. Bis hierhin war es eine zähe Nummer. Aber Leute, wir alle haben es so oder so ähnlich schon erlebt. Wenn man allerdings den YPC-Titel mit nach Hause nehmen will, muss man sich gerade an solchen Tagen beweisen. Aktuell hat das Tableau wenig Aussagekraft. Sollte es allerdings so fischarm weitergehen, hätten Max und Marc dank 2 gefangener Spezies natürlich einen immensen Vorteil für den restlichen Vorrundenverlauf. Alle weiteren Prognosen sparen wir uns aber für das Ende der kommenden Episode auf. Ich wünsche euch bis dahin bessere Angelvormittage als den gerade gesehenen und bis nächsten Sonntag um 18 Uhr.